Marisol Estela Alva wurde am 8. Dezember 1992 in Cajamarca, Peru, geboren. Freunde und Familie beschreiben sie als lebensfrohe und fleißige Person, die ihrer Familie zum Erfolg verhelfen wollte. Aufgrund dieses Traums beschloss Marisol im Alter von 15 Jahren, nach Lima zu ziehen, um dort zu studieren und zu arbeiten. Nach ihrem Schulabschluss begann sie ein Studium der Krankenpflege an einem Institut. Sie mietete ein Zimmer in einem Haus, in dem auch andere Menschen lebten, in San Juan de Miraflores in Lima. Obwohl sie weit weg von ihrer Familie war, dachte sie immer an sie und ließ sich sogar ein Tattoo mit dem Spruch »Familie, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet« stechen. Anfang 2012, als Marisol 19 Jahre alt war, begann sie eine Beziehung mit einem Mann namens Luis Esteves, 29, der Unteroffizier in der peruanischen Armee war. Ihre Beziehung begann sehr gut, aber nach einigen Wochen zeigte er sein wahres Gesicht. Luis war eifersüchtig, kontrollierend und besitzergreifend. Er erlaubte Marisol nicht, sich mit ihren Freunden zu treffen, wenn sie tanzen gingen. Er wollte nicht, dass sich jemand ihr näherte oder dass sie mit jemandem sprach. Außerdem mochte er es nicht, wenn sie alleine Pläne schmiedete. Luis gefiel es auch nicht, wenn sie lernte. Er schrieb ihr ständig Nachrichten und rief sie an, während sie im Unterricht war. Nach Angaben mehrerer Kommilitonen verließ Marisol oft die Universität, weil er sie zum Spazierengehen einlud. Außerdem holte er sie jeden Tag von der Universität ab, brachte sie morgens dorthin und beobachtete sie aufmerksam, was ihr überhaupt nicht gefiel. Darüber hinaus erlaubte Luis Marisol nicht nach Cajamarca zu fahren, um ihre Familie zu besuchen. Einmal kam die Familie der jungen Frau nach Lima und bezog das Zimmer, das Marisol gemietet hatte. Und alles war gut, bis Luis zu ihr zog. Er warf nach und nach alle Familienmitglieder aus dem Zimmer und verbot der jungen Frau, mit ihnen zu kommunizieren. Jedes Mal, wenn sie ihre Familie besuchen wollte, erfand er Ausreden, sagte, er sei krank, er wolle Zeit mit ihr verbringen, und einmal sagte er sogar, er sei entführt worden. Der Mann verschwand für einige Stunden und tauchte dann wieder auf, als wäre nichts gewesen. Die Familie war offensichtlich nicht damit einverstanden, und einige Nachbarn sagten auch, dass sie gesehen hätten, wie sich das Paar mehrmals gestritten habe. Nach dem, was Marisol ihrer Schwester erzählte, hatte dieser Mann bereits körperliche Gewalt gegen sie angewendet, und sie kam zu dem Schluss, dass sie diese Beziehung beenden müsse. Irgendwann stellte sich heraus, dass Luis die junge Frau gebeten hatte, seiner Familie 20.000 peruanische Soles zu leihen, weil er sie in ein Geschäft investieren wollte. Marisol gab ihm das Geld, aber er zahlte es lange Zeit nicht zurück und weigerte sich schließlich ganz, es zurückzugeben. Die Tatsache, dass er ihr finanziell nicht half, trug ebenfalls dazu bei, dass sie die Beziehung nicht mehr fortsetzen wollte, weshalb sie Anfang 2018 beschloss, sich ein für alle Mal von Luis zu trennen und ohne ihn weiterzuleben. Mit dieser Trennung entstanden jedoch einige Probleme. Beide lebten weiterhin in dem Zimmer, das sie gemietet hatten, weil er sagte, er könne sich keine andere Wohnung leisten und wolle nicht bei seiner Mutter wohnen. Außerdem ging Luis wiederholt in der Nähe der Hochschule vorbei, an der Marisol studierte. Auf den Überwachungskameras war zu sehen, dass der Mann mehrmals vor der Bildungseinrichtung vorbeiging, und aus dem Anrufprotokoll der jungen Frau ging hervor, dass er sie ständig anrief und ihr zahlreiche Nachrichten schickte. Am 28. November 2018 schickte Marisol ihrer Schwester eine Sprachnachricht, in der sie ihr mitteilte, dass sie von Lima nach Huánuco zu Wilber Vargas, ihrem Ex-Freund vor Luis, ziehen werde. Sie sagte, wenn er gut zu ihr sei, habe sie Pläne für die Zukunft und glaube, dass sie mit ihm viel im Leben erreichen könne. Ihre Schwester akzeptierte dies und sagte, sie freue sich sehr für sie. Marisol antwortete, sie sei sehr glücklich und versprach, sie in ein paar Tagen anzurufen. Rosemary, ich möchte, dass du weißt, dass ich jetzt mit Wilber in Huánuco leben werde und dass ich reisen werde und dass ich mit ihm glücklich sein werde, weil er mich sehr beunruhigt und du weißt, dass mir das nicht gefällt. Obwohl sie nicht jeden Tag miteinander telefonierten, kommunizierte Marisol mit ihrer Familie über Nachrichten, aber nach diesem Tag schickte sie ihnen keine SMS mehr, was ihre Eltern in Verzweiflung stürzte. Sie baten ihre Schwester Rosemary herauszufinden, wo sie sich befand und einen Freund oder einen ihrer Kontakte anzurufen. Leider war der einzige Kontakt von Marisols Schwester zu diesem Zeitpunkt Luis Esteves, also musste sie ihn anrufen. Sie kontaktierte ihn am Sonntag, dem 2. Dezember, und fragte ihn, wo ihre Schwester sei.
Rosemary wusste, dass sie noch zusammenlebten und dass Louis weiterhin in diesem Zimmer übernachtete. Er sagte ihr, er wisse nicht, wo Marisol sei. Sie habe ihm angeblich gesagt, dass sie am Wochenende zu ihrer Familie nach Cajamarca fahren würde. Rosemary sagte dem Mann, dass sie wisse, dass ihre Schwester nicht kommen würde, weil sie am Mittwoch, als sie mit ihr gesprochen hatte, nichts von einer Reise gesagt hatte, sondern ihr stattdessen gesagt hatte, dass sie in Lima sein und alles regeln würde. »Wo ist Marisol? Sie hat doch gesagt, dass sie zu dir kommen würde. Louis, lüg mich nicht an. Marisol ist nicht hier.« »Wirklich? Sie ist nicht da?« »Ich schwöre, sie ist nicht hier.« »Sag mir die Wahrheit, denn ich wollte gerade dorthin fahren. Deshalb rufe ich dich an. Wo ist meine Schwester? Ich rufe sie auf ihrem Handy an, aber sie geht nicht ran. Ich wollte, dass du ihr den Hörer gibst.« An dem Wochenende, als Marisol verschwand, fand im Haus ihrer Freundin ein Treffen statt, zu dem nur Louis kam. Auf die Frage nach der jungen Frau antwortete er, dass sie zu Hause geblieben sei, weshalb der Mann im Laufe der Woche mehrere Versionen über ihren Aufenthaltsort vorbrachte. Außerdem war bekannt, dass Marisol seit Mittwoch, als sie mit ihrer Schwester gesprochen hatte, nicht mehr zum Unterricht gegangen war. Nach Angaben mehrerer Kommilitonen und der Dozenten selbst war das nichts Ungewöhnliches, denn die junge Frau fehlte fast 3 Tage pro Woche und in vielen Fällen sogar eine ganze Woche, weil Luis Esteves ihr nicht erlaubte, das Haus zu verlassen. Außerdem sagten Nachbarn, dass sie mehrmals gehört hätten, wie sich das Paar gestritten habe, dass der Mann viel geschrien und sie gefragt habe, warum sie mit ihren Freunden spreche, und es wurde sogar gesagt, dass Marisol Luis nach ihrer Trennung mehrmals aus dem Haus geworfen habe. Sie warf seine Kleidung aus dem Fenster und stellte seine Koffer vor die Tür, aber aus irgendeinem Grund kehrte der Mann in das Zimmer zurück und ignorierte ihre Worte. Marisol hatte Angst, sich an die Polizei zu wenden, weil Luis Soldat war. Sie dachte, dass man ihr nicht glauben würde und dass der Mann danach wütend werden und ihr wehtun würde. Als ihre Schwester versuchte herauszufinden, wo Marisol war, dachte sie, dass sie vielleicht mit Wilbur weggegangen war, also versuchte Rosemary, ihn zu kontaktieren. Der junge Mann sagte ihr, dass er an diesem Wochenende nicht nach Lima gekommen sei und dass er Marisol offensichtlich nicht gesehen habe. Er erzählte ihr auch von dem Streit, den er mit Luis gehabt hatte. Vermutlich hatte Luis, der sich als Marisol ausgegeben hatte, Wilbur einige Wochen zuvor eine Nachricht geschickt, dass er nach Lima kommen müsse, um dringend mit ihm zu sprechen. Als der junge Mann am vereinbarten Ort ankam, stellte er fest, dass die Person, die ihn gerufen hatte, nicht Marisol war, sondern Luis Esteves. Er sagte, dass er etwa 1,5 Stunden lang über die Beziehung gesprochen habe, die beide zu der jungen Frau hatten, und dass Luis am Ende sehr aufgebracht gewesen sei, weil Wilbur ihm gesagt hatte, dass er und Marisol ihr Leben fern von ihm aufbauen würden. Es wird angenommen, dass genau dieses Gespräch den Mann dazu veranlasst haben könnte, etwas Schreckliches zu tun. In den letzten Wochen verhielt sich Luis Esteves gegenüber Marisol aggressiver und wollte das Zimmer nicht verlassen. Es wurde bekannt, dass er ihr mehrmals gesagt hatte, dass er die einzige Familie sei, die ihr noch geblieben sei. Luis sagte, sie solle ihre Eltern, Brüder und Schwestern vergessen und ihr Leben nur mit ihm in Lima verbringen. In der Zwischenzeit begann die Suche nach Marisol, aber eine Vermisstenanzeige wurde nicht aufgegeben. Die Polizei wollte noch einige Stunden warten, da sie dachte, dass die junge Frau vielleicht mit einer Freundin weggegangen war oder dass sie einen anderen Freund hatte, von dem sie niemandem erzählt hatte, und dass sie mit ihm weggegangen war, um nie wieder zurückzukehren. Die Angehörigen waren verzweifelt. Deshalb begannen sie und ihre Freunde, Marisol in der Gegend, in der sie studierte, und in der Nähe ihres Zuhauses zu suchen. Sie fragten auch andere Menschen, die sie kannten, ob sie gesehen hätten. Aber die Tage vergingen, ohne dass es Neuigkeiten über die junge Frau gab. Am 5. Dezember 2018, 3 Tage vor Marisols Geburtstag, wurde eine schicksalhafte Entdeckung gemacht. Eine Gruppe von Männern kam mit einem Metallfass auf eine Brachfläche. Sie wollten es vergraben und hatten dafür schweres Gerät mitgebracht, was das Interesse der Nachbarn weckte, sodass einer von ihnen hinüberging, um zu sehen, was los war. Der Nachbar sagte, er habe insgesamt 5 Männer gesehen, die ein Loch gegraben hatten und das Fass vergraben wollten. Als sie sahen, dass er und andere Nachbarn näher kamen, erschraken sie sehr und fuhren mit den Maschinen davon, die sie mitgebracht hatten. Die Maschinen wurden wenige Meter vom Grundstück entfernt verlassen aufgefunden und von den Männern fehlte jede Spur. Die Nachbarn fühlten sich wegen des Verwesungsgeruchs, der aus dem Fass kam, sehr unwohl
und versuchten es aus dem Loch zu ziehen. Mit Hilfe von Seilen und gemeinsamen Anstrengungen gelang ihnen dies. Als die Nachbarn das Fass herauszogen, wurde der Geruch noch stärker. Als sie es öffneten, fanden sie erstarrten Zement vor. Dann kamen Polizei und Feuerwehr, die den Zement aufbrachen und darin etwas Schreckliches entdeckten. Die Leiche einer jungen Frau, die sich in einem Zustand der Verwesung befand. Außerdem vermuteten sie aufgrund einiger Verbrennungen am Körper auf den ersten Blick, dass sie mit Säure übergossen worden war. Die Leiche wurde zur Untersuchung mitgenommen, um herauszufinden, wem sie gehörte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass das Opfer an einer Stichwunde im Hals gestorben war, und am Körper wurden mehrere Blutergüsse und Abwehrverletzungen festgestellt. Bei der Untersuchung des Fasses wurde festgestellt, dass neben Zement auch Säure über die Leiche der jungen Frau gegossen worden war, weshalb sie mehrere Verbrennungen aufwies. Es ist unklar, zu welchem Zweck die Säure ausgegossen wurde, möglicherweise um die Leiche zu beseitigen oder um ihre Zersetzung zu beschleunigen. Nach Angaben der Gerichtsmediziner war die Leiche aufgrund des Zements etwas besser erhalten, aber dennoch war es nicht möglich, das genaue Todesdatum zu bestimmen. Zur Identifizierung des Opfers wurden Fingerabdrücke und modernste 3D-Technologie verwendet, mit der die Leiche in der Leichenhalle fotografiert oder gescannt werden kann, woraufhin ein Computer anhand dieser Bilder die charakteristischen Merkmale oder das Aussehen des Gesichts der Person ermittelt. Anhand der Polizei zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Vermisstenanzeigen konnte die Leiche als Marisol Estela Alva identifiziert werden. Erinnern wir uns daran, dass die junge Frau nicht als vermisst galt und nicht gefährdet war. Die Polizei hatte nur einen kurzen Bericht ihrer Eltern, da die Beamten damals davon ausgingen, dass sie mit ihrem neuen Freund weggegangen war. Nach der Identifizierung wurde ihnen klar, dass sie einen großen Fehler gemacht hatten, indem sie nicht nach ihr gesucht hatten. Die Polizisten begannen zu fragen, welche Personen ein Motiv gehabt haben könnten, Marisol zu töten. Sie strichen Wilber, den jungen Mann, der zu diesem Zeitpunkt bei ihr war, von der Liste, da er zu diesem Zeitpunkt nicht in Lima war. Der einzige, der auf der Liste verblieb, war Luis Esteves, ihr Ex-Freund. Marisols Familie glaubte, dass er sie getötet hatte, möglicherweise wegen des Geldes, das sie ihm zuvor geliehen hatte, oder einfach, weil er nicht wollte, dass sie ein neues Leben mit einem anderen Mann begann. Die Beamten versuchten, Luis in seinem Haus zu finden, aber er war nicht da. Sie durchsuchten auch die Kaserne, in der er diente, aber dort sagte man ihnen, dass er im Urlaub sei, sodass sie nicht für ihn bürgen konnten, da sie nicht wussten, wo er war und ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen hatten. Dann begann die Polizei, alle Orte zu durchsuchen, die Luis häufig besucht hatte, aber wieder hatte ihn niemand gesehen. Das war sehr verdächtig, und die Beamten begannen, ihn als Hauptverdächtigen im Mordfall Marisol zu betrachten. Sie durchsuchten das Zimmer, in dem sie zu dieser Zeit wohnten, und fanden Blutspuren auf dem Bett sowie mehrere Blutflecken, die weggewischt worden waren, aber dank eines Luminol-Tests von der Polizei entdeckt wurden. Außerdem sagte der Hausbesitzer aus. Er teilte den Behörden mit, dass er am Mittwochabend ein paar Streiten gehört habe und am nächsten Morgen gesehen habe, wie Luis ein blaues Fass in das Zimmer gebracht habe. Einen weiteren Tag später sah der Mann, wie Luis und sein Vater dasselbe Fass wieder hinausbrachten. Die Polizei suchte weiter nach Beweisen, die Luis Esteves mit dem Verschwinden und Mord an Marisol in Verbindung bringen könnten. Es gelang ihnen, mehrere Stunden lang Aufzeichnungen von Orten anzusehen, die die junge Frau besucht hatte, aber sie schenkten dem Ort, an dem sie studierte, keine große Beachtung. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras des Instituts konnten sie sehen, dass Luis einen Tag vor Marisols Verschwinden die junge Frau abgeholt hatte und dass am Tag ihres Verschwindens dasselbe passiert war. Das waren die letzten Bilder, auf denen die junge Frau zu sehen war. Man kann sich auch daran erinnern, dass an diesem Wochenende ein Treffen bei einer Freundin der jungen Frau stattfand und dass Luis sagte, Marisol sei zu Hause geblieben, sodass man bereits sagen kann, dass er der letzte Mensch war, der sie gesehen hat. In diesem Zusammenhang wurde ein Haftbefehl ausgestellt und eine Belohnung von 20.000 peruanischen Soles für jeden ausgesetzt, der Informationen über diese Person liefert. Leider wurde Luis Esteves bis heute nicht gefasst. Ein Jahr nach dem Mord an Marisol im Dezember 2019 teilte die Familie den Medien mit, dass der Haftbefehl gegen diesen Mann abgelaufen sei und verlängert werden müsse, damit er wieder auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher Perus gesetzt werden könne.
Die Tatsache, dass der Haftbefehl verlängert werden musste, bedeutete, dass Luis sich mehrere Monate lang frei im Land bewegen konnte, und es ist nicht bekannt, ob er diese Zeit genutzt hat, um Peru zu verlassen. Seit Marisols Tod sind nun fast 4 Jahre vergangen, und es gibt immer noch keinen einzigen Hinweis, der die Polizei zum Aufenthaltsort ihres Mörders führen könnte. Eine 22-jährige Medizinstudentin verschwand während ihres morgendlichen Joggens, nachdem sie auf einen verdächtigen Fremden mit Kapuze gestoßen war. Dank Glück und schnellem Handeln der Strafverfolgungsbehörden konnte der Fall aufgeklärt werden. Als jedoch neue Details bekannt wurden, wuchs die Empörung der Öffentlichkeit über diese schreckliche und aus Sicht vieler vermeidbare Tragödie. Die 22-jährige Larkin Riley, eine begeisterte Läuferin, lebte in einem Studentenwohnheim in der Nähe der Medizinischen Hochschule. Im Mai 2023 wechselte Larkin von der University of Georgia in Athens zu einem Studiengang in Krankenpflege. Ihr Traum war es, Kinderkrankenschwester zu werden. In ihrer Freizeit widmete sie sich dem morgendlichen Joggen, meist zusammen mit ihrer Freundin Connolly. Am 22. Februar 2024 ging Larkin alleine joggen. Das Gebiet ist ein großer Park mit Fußballplätzen, Tennisplätzen, Wanderwegen und einem See. Es ist ein beliebter Ort für Studenten, die morgens joggen und anderen aktiven Freizeitaktivitäten nachgehen. Kameras zeichneten sie um 9:03 Uhr morgens auf ihrer Strecke auf. Sie hielt ihr Mobiltelefon in der Hand. In ihrer linken Hand waren 2 weiße Kopfhörer zu sehen, die sie oft beim Joggen trug. Larkin hörte oft Musik oder rief ihre Mutter an, um mit ihr zu plaudern. An diesem Morgen rief sie jedoch nicht ihre Mutter an. 6 Minuten, nachdem sie an der Bushaltestelle vorbeigelaufen war und sich weiter nach Osten in Richtung der Eisenbahnschienen bewegte, blieb Larkin abrupt stehen. Die Smartwatch an ihrem Handgelenk zeichnete den genauen Moment auf, in dem sie von einer fließenden Bewegung zu einem vollständigen Stillstand überging. Etwa 6 Minuten später wurde eine Funktion auf ihrem Telefon aktiviert. Der Anruf ging bei der Notrufnummer 911 ein. Während des Anrufs bei der Notrufnummer waren gedämpfte Geräusche eines Kampfes zu hören, dann wurde die Verbindung unterbrochen. Weitere Anrufe des Rettungsdienstes auf ihre Nummer blieben unbeantwortet. Später begannen Larkins Freundinnen, die sich Sorgen um ihr Verschwinden machten, mit der Suche. Connolly überprüfte ihr Telefon und stellte fest, dass sie mehrere Nachrichten und verpasste Anrufe hatte. Ihre Mitbewohnerin Lily schrieb ihr, dass Larkin nicht auf Anrufe reagierte. Larkins jüngere Schwester Lauren hinterließ eine Voicemail, in der sie die gleichen Bedenken äußerte. Hinzu kamen Verzögerungen und Verwirrungen, weil der Mobilfunkanbieter an diesem Morgen Netzprobleme hatte. Um 11 Uhr morgens waren sie sich sicher, dass sie trotz allem auf ihre Nachrichten und Anrufe hätte reagieren müssen. Lily kam nach Hause und stellte fest, dass Larkin nicht von ihrem morgendlichen Jogging zurückgekommen war. Mithilfe der Standortfunktion auf ihrem Handy konnte Lily herausfinden, dass Larkins Handy sich in einem Waldstück in der Nähe eines Ballspielplatzes befand. Es hatte sich seit mehreren Stunden nicht von diesem Ort entfernt. Sie nutzten die gemeinsame Standortfunktion, um ihr Handy im Wald zu finden. Larkins 4. Mitbewohnerin Sophia kam von ihrer Prüfung zurück und schloss sich Lily und ihrem Hund an. Sie machten sich auf den Weg, den Larkins gegangen sein musste. Lily und Sophia gingen in Richtung Wald und orientierten sich dabei an den Standorten auf ihren Handys. Sie gingen in ein Gebüsch und Laubwerk, das von einem der Hauptwege abging. Dort fanden sie einen von Larkins AirPods und riefen die Polizei. Sergeant Kenneth Maxwell von der Polizeibehörde der University of Georgia machte einen Screenshot mit dem Standort von Larkins Handy und schickte ihn zusammen mit ihrem Foto an seine Kollegen. Er begann die Suche in der Nähe des Sportplatzes. Um 12:30 Uhr machte er eine schreckliche Entdeckung. Die Polizisten fanden Larkin Riley unter einem großen Baum, teilweise von Laub und Ästen bedeckt. Sie leisteten ihr sofort medizinische Hilfe, aber es war bereits zu spät. Larkin hatte eine Kopfverletzung, einen schweren Schlag auf die linke Seite des Schädels. Im offiziellen Bericht der Polizei der Universität von Georgia heißt es, am 22. Februar 2024 um 12:07 Uhr erhielten wir einen Anruf von einer Person, die besorgt war, dass ihre Freundin, die joggen gegangen war, sich nicht meldete. Die Beamten kamen in der Gegend an und begannen mit der Suche. Um 12:38 Uhr fanden sie das Opfer hinter dem Herksee. Sie war bewusstlos, atmete nicht
und hatte sichtbare Verletzungen. Die Sanitäter stellten ihren Tod vor Ort fest. Larkins Leiche wurde 20 Meter vom nächsten Weg entfernt gefunden. Der Boden um sie herum war aufgewühlt. In der Nähe befanden sich 2 Steine mit Blutspuren, die, wie später durch Untersuchungen bestätigt wurde, von Larkin stammten. Einer oder beide Steine wurden bei dem Angriff verwendet. Ihr Telefon wurde später unter einem anderen Baum in beträchtlicher Entfernung von der Leiche gefunden. Auf dem Bildschirm des Telefons befand sich ein deutlicher Fingerabdruck, der nicht von Larkin stammte. Die Untersuchung ergab, dass es sich um den Abdruck des linken Daumens handelte. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass nicht nur Kopfverletzungen, sondern auch Erstickung die Todesursache gewesen sein könnten. Der Angriff war brutal. Lakins Smartwatch zeichnete auf, dass sie nach dem Anhalten noch 4 Minuten auf dem Weg geblieben war. Genau zu diesem Zeitpunkt tätigte sie den kurzen Anruf bei 911. Danach wurde sie 20 Meter tief in den Wald gebracht. Möglicherweise wurde sie dorthin geschleppt oder mit Gewalt dazu gezwungen, sich zu bewegen. Die Uhr registrierte ihren Herzschlag bis 9:28 Uhr morgens, also noch 17 Minuten, nachdem sie mit dem Laufen aufgehört hatte. Als Sergeant Maxwell sie fand, war Larkins Kleidung in Unordnung und ihr Oberkörper entblößt. Die Ermittler vermuteten, dass der Angriff mit einem versuchten Sexualdelikt in Verbindung stehen könnte, fanden jedoch keine Beweise für ein vollendetes Verbrechen. Mit nur wenigen Hinweisen in der Anfangsphase begann die Polizei, die Gegend zu durchkämmen. Die Wege rund um den See wurden abgesperrt. Die Beamten befragten alle Personen, die sich in der Nähe aufhielten. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der umliegenden Gebäude wurden gesammelt und sogar der Müll in den Containern wurde überprüft. Die Polizei der University of Georgia versicherte der Öffentlichkeit gemeinsam mit der Polizei des Bezirks Athens-Clarke und dem Ermittlungsbüro des Bundesstaates Georgia, dass sie rund um die Uhr daran arbeite, dieses Verbrechen aufzuklären und alle Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen. Unter den durchsuchten Containern befand sich ein großer blauer Abfallcontainer, der am Ende eines Parkplatzes zwischen mehreren Mehrfamilienhäusern stand. Diese Häuser befanden sich nur wenige 100 Meter von den Wegen entfernt, auf denen Larkin joggte. Als die Polizisten in den Container schauten, bemerkten sie eine dunkle Jacke, die kürzlich auf die oberste Schicht des Mülls geworfen worden war. Auf der Jacke waren Blutspuren zu sehen, und an einem der Knöpfe klebten lange braune Haare. Blutuntersuchungen bestätigten, dass sie Larkin Riley gehörte. Von der Jacke wurden 29 Haare gesammelt, die ebenfalls mit Larkins DNA übereinstimmten. Viele davon wiesen Spuren auf, die darauf hindeuteten, dass die Haare mit der Wurzel ausgerissen worden waren. Die Ermittler fanden einen wertvollen Hinweis, eine Videoaufzeichnung der Türklingelkamera eines Nachbarhauses, die genau den unglückseligen Container aufgezeichnet hatte. Auf der Aufnahme, die um 9:44 Uhr am Tag von Larkins Tod, nur 15 Minuten nach ihrem Herzstillstand gemacht wurde, ist zu sehen, wie ein Mann auf den blauen Container zugeht. Er nimmt seine Adidas-Kappe vom Kopf, betrachtet sie und setzt sie dann wieder auf. Danach wirft der Mann die blutbefleckte Jacke in den Container und geht am Haus entlang, wobei er andere Gegenstände in den Büschen versteckt. Später fand die Polizei in diesen Büschen 3 schwarze Einwegküchenhandschuhe. Einer davon hatte ein Loch im Bereich des Daumens. Auf allen Handschuhen wurde auch Larkins Blut gefunden. Am nächsten Morgen, dem 23. Februar um etwa 8:30 Uhr, machte die Polizei der Universität von Georgia eine weitere wichtige Entdeckung. In der Nähe des Hauses, in dem die Jacke und die Handschuhe gefunden worden waren, bemerkten die Beamten einen Mann mit einer schwarzen Kappe, die mit der des Verdächtigen identisch war. Es handelte sich um Diego Ibarra, einen venezolanischen Staatsbürger, der in dieser Wohnanlage lebte. Bei der Überprüfung seiner Dokumente legte er eine gefälschte Green Card vor. Die Polizei fand heraus, dass Diego mit seinen beiden Brüdern, Mnisa Ibarra und einer Frau namens Rosbely Flores Bello, zusammenlebte. Sie alle hielten sich illegal in den USA auf und verdienten ihren Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs, hauptsächlich in Restaurants. Diego selbst hatte eine Stelle in der Küche der Universität von Georgia gefunden. Die Aufmerksamkeit der Beamten wurde auf den 26-jährigen José Ibarra gelenkt, den seine Freunde Victor nannten. Als die Polizisten ihn bemerkten, war er gerade aus dem Bett aufgestanden und sah wie die anderen entspannt aus. Allerdings waren an seinen Händen, seinem Hals und seinem Rücken Kratzer zu sehen. Als er nach den Kratzern gefragt wurde, gab er an, nicht zu wissen, woher sie stammten, und leugnete sogar ihre Existenz, obwohl sie deutlich zu sehen waren.
Während des gesamten Gesprächs mit den Polizisten blieb José, wie auch die anderen Mitglieder der Gruppe, entspannt, scherzte und rauchte Zigaretten. Als er gebeten wurde, sein Haar anzuheben, um seinen Kopf zu untersuchen, nahm die Situation eine neue Wendung. José hob sein Haar von der Stirn, damit die Beamten sein Gesicht genau untersuchen konnten. In diesem Moment tat er etwas Überraschendes. Er gab zu, dass er normalerweise eine Mütze trägt. Er deutete auf seinen Bruder Diego und erklärte, dass er oft genau die gleiche Adidas-Kappe wie er trage. Nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung erhalten hatten, fanden die Beamten in einer Küchenschublade mehrere schwarze Einweghandschuhe, die mit denen identisch waren, die in den Büschen mit Lakens Blut gefunden worden waren. Bei der Befragung gaben sowohl Diego Ibarra als auch Rospelli Flores an, dass José der Mann auf dem Video mit dem Container war. Sie bestätigten auch, dass José am Tag des Mordes die Adidas-Kappe seines Bruders trug. Dies wurde zusätzlich durch Selfies bestätigt, die José um 4:30 Uhr und 5:37 Uhr morgens desselben Tages mit seinem Handy aufgenommen hatte. Auf den Fotos, die er in den sozialen Netzwerken gepostet hatte, trug José genau diese schwarze Adidas-Kappe und eine dunkle Jacke. Beide Kleidungsstücke wurden später mit dem Blut von Laken Riley gefunden. 2 benachbarte Überwachungskameras zeichneten ebenfalls die Bewegungen von José am Tag vor und am Tag des Mordes auf. Auf den Aufnahmen trug er dieselbe Kleidung. Nach dem Angriff zog er sich um, aber die Kameras zeichneten auf, wie er um 10:30 Uhr morgens zusätzliche Kleidungsstücke in einen anderen Mülleimer auf dem Gelände des Komplexes warf. 3 Minuten später kehrte er ohne die Tüte zurück. Später stellte sich heraus, dass der Müll aus diesem Container 45 Minuten später abgeholt wurde. Ein wichtiger Beweis war der Abdruck von Josés linkem Daumen, der auf Lakens Telefon gefunden wurde. DNA-Analysen unter den Fingernägeln von Lakens rechter Hand bestätigten ebenfalls seine Beteiligung. Diese Kratzer auf Josés Körper deuteten darauf hin, dass er sich ihren Verteidigungsversuchen widersetzt hatte. Die Polizei gab bekannt, dass ein Haftbefehl gegen José Antonio Ibarra, 26, ausgestellt worden war, der sich illegal in den USA aufhielt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er und Laken sich nicht kannten. Es handelte sich um ein Zufallsverbrechen. Er sah eine einsame junge Frau und alles nahm eine schreckliche Wendung. Nach der Verhaftung von José kam es zu einer Welle der öffentlichen Empörung, die sich noch verstärkte, als Details aus seiner Vergangenheit bekannt wurden. José und seine Frau Lemming Franco kamen im September 2022 über die mexikanische Grenze in die USA. Zu dieser Zeit hatten die Venezolaner den Flüchtlingsstatus, der es ihnen ermöglichte, für eine bestimmte Zeit in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Aufgrund der politischen Unruhen war es für sie nicht sicher, nach Hause zurückzukehren. Die Prüfung von Josés Asylantrag hätte Jahre gedauert. In der Zwischenzeit gerieten er und seine Brüder nach seiner Verhaftung wegen Mordes in Schwierigkeiten. Es stellte sich heraus, dass José Ibarra in den vergangenen 2 Jahren mindestens 2-mal in Haft hätte genommen werden können, was jedoch nicht geschah. Im September 2023 wurde José in New York verhaftet, weil er sein 5-jähriges Kind ohne Helm auf einem Moped transportiert hatte. Er wurde jedoch ohne Festnahme durch die Einwanderungsbehörden freigelassen. Einen Monat später zogen er und Rospelli nach Georgia, wo sie sich ihren Brüdern Diego und Mini anschlossen. Dieser Fall löste eine Debatte über die Migrationskontrollpolitik und die Lücken bei der Überprüfung des Status illegaler Migranten aus. Die beiden Festnahmen von José vor dem Mord hätten zu seiner Inhaftierung führen können, doch dies geschah nicht. Die Geschichte von Laken Riley wurde zum Symbol für die Notwendigkeit von Reformen im Einwanderungs- und Strafverfolgungssystem, was zu hitzigen Diskussionen in den Medien und der Öffentlichkeit führte. Als die Beamten am Ort des Notrufs eintrafen, stellten sie fest, dass der verdächtige Mann das Gelände verlassen hatte. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera war er in dunkler Kleidung mit einem weißen Becher in den Händen und einer Umhängetasche zu sehen. Sein Verhalten deutete auf einen offensichtlichen Versuch hin, sich zu verstecken. Der Mann duckte sich und versuchte, sich dem Blickfeld der Bewohner zu entziehen. Das Opfer, das ihn bemerkt hatte, rief die Polizei, aber bevor diese eintraf, gelang ihm die Flucht. Im Laufe der Ermittlungen wurden Verbindungen zwischen dem Verdächtigen und dem Mord an Laken Riley deutlich. Die Videoaufnahmen der Kameras zeigten, dass dieser Mann nicht nur junge Frauen beobachtete, sondern wahrscheinlich schon lange vor dem fatalen Morgen einen Angriff geplant hatte. Der Fall wurde zum Gegenstand einer breiten öffentlichen und politischen Debatte.
Ein Gesetzentwurf namens Laken-Riley-Gesetz, der vom Abgeordneten Michael Collins aus Georgia eingebracht wurde, sorgte für Aufsehen. Das Gesetz sah die obligatorische Inhaftierung aller Migranten vor, die einen Diebstahl oder Raub begangen hatten. Befürworter argumentierten, dass dieses Gesetz solche Tragödien hätte verhindern können, wenn es früher verabschiedet worden wäre. Gegner wiesen darauf hin, dass solche Initiativen zu einer ungerechten Verurteilung und Stigmatisierung ganzer Gemeinschaften führen könnten. Dennoch wurde der Gesetzentwurf schnell vom Repräsentantenhaus verabschiedet und löste Uneinigkeit unter Politikern und Wählern aus. Die Angehörigen von Laken-Riley äußerten sich empört darüber, dass ihr Name für politische Zwecke missbraucht wurde. Sie betonten, dass sie ihr Andenken in positiver Weise bewahren wollten, als Beispiel für einen guten Menschen und eine talentierte Studentin. Lakens Mutter gab zu, dass sie ständig darüber nachdenke, wie sie die Tragödie hätte verhindern können, wenn ihre Tochter in Begleitung gewesen wäre oder es mehr Sicherheitsvorkehrungen auf dem Wanderweg gegeben hätte. Der Prozess gegen José Ibarra ist für November 2024 angesetzt. Er ist in 10 Punkten angeklagt, darunter vorsätzlicher Mord, schwere Körperverletzung, Entführung und versuchte Vergewaltigung. Zusätzliche Beweise, wie Videoaufnahmen, bestätigten seine Absicht. Das Video zeigte, dass Ibarra wenige Stunden vor dem Mord versucht hatte, in die Wohnung einer anderen Frau einzudringen. Dies bewies seine Absicht und stellte die Möglichkeit eines Zufallsverbrechens in Frage. Der Fall Laken-Riley war nicht nur eine Tragödie für ihre Familie, sondern auch ein Symbol für umfassendere Probleme in Bezug auf Migration, öffentliche Sicherheit und politische Reaktionen. Als die Ermittler versuchten, den Verdächtigen zu finden, der auf den Videoaufnahmen in der Nähe des Gebäudes zu sehen war, konnten sie ihn nicht ausfindig machen. Die Kameras hatten aufgezeichnet, wie dieser Mann mit einem weißen Becher in der Hand umherwanderte und daraus trank. Später wurde ein ähnlicher Becher in der Nähe des Waldgebiets gefunden, in dem Laken-Rileys Leiche entdeckt worden war. Eine DNA-Analyse bestätigte, dass sich Spuren von José Ibarra auf dem Becher befanden. Außerdem stellte sich heraus, dass sich Alkohol im Becher befand. Am 22. Februar begab sich José Ibarra, bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einem Kapuzenpullover und schwarzen Einweghandschuhen, auf der Suche nach einem Opfer in die Nähe des Campus der University of Georgia. Als Staatsanwältin in diesem Fall wurde Sheila Ross ernannt, die eine überzeugende und emotionale Anklage vorbrachte und alle gegen Ibarra gesammelten Beweise vorlegte. Ibarra verzichtete auf sein Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren, wahrscheinlich um Voreingenommenheit und übermäßige Aufmerksamkeit für diesen aufsehenerregenden Fall zu vermeiden. Die Verteidigung versuchte, einen Teil der Verantwortung auf seinen Bruder Diego abzuwälzen, indem sie behauptete, dass er der Mann sein könnte, der auf dem Video in der Nähe des Müllcontainers zu sehen war. Die wichtigsten Beweise widersprachen jedoch dieser Version. FBI-Agent James Burney legte dem Gericht die GPS-Daten von Josés Handy sowie die Daten von Lakens Uhr und Handy vor. Diese Daten belegten eindeutig, dass sich beide zum Zeitpunkt des Verbrechens in einem Waldgebiet aufgehalten hatten. Darüber hinaus wurde Josés DNA unter Lakens Fingernägeln und sein Fingerabdruck auf ihrem Handy gefunden. Die Verteidigung behauptete, dass Josés Telefon zuvor von einer anderen Person benutzt worden sein könnte, aber es wurden keine Beweise vorgelegt, die dies für den Tag des Verbrechens bestätigten. Diego, sein Bruder, arbeitete am Tag des Mordes in der Mensa der Universität, was seine mögliche Beteiligung ausschloss. José Ibarra blieb während der gesamten 3-tägigen Verhandlung völlig gelassen. Er hörte sich die Anklage über einen Dolmetscher an, ohne irgendwelche Emotionen zu zeigen. Zeugen, darunter Nachbarn und Freunde von Laken, beschrieben ihre letzten Minuten und die Ereignisse, die auf ihr Verschwinden folgten. Im Gerichtssaal wurde auch die Aufzeichnung des Notrufs wiedergegeben, der von Lakens Telefon aus getätigt worden war. José blieb selbst dann ungerührt, als im Gerichtssaal Aufnahmen vom Tatort gezeigt wurden, die mit der Körperkamera eines Polizeibeamten aufgenommen worden waren. Die dem Gericht vorgelegten Beweise waren so überzeugend, dass kein Zweifel an der Schuld von José Ibarra blieb. DNA-Analysen, Videoaufnahmen und Verhaltensbeweise zeigten eindeutig, dass er Laken-Riley angegriffen hatte, um sie zu vergewaltigen, und sie tötete, als sie sich wehrte. Die Staatsanwälte erklärten, dass alle Beweise darauf hindeuten, dass er ihr das Leben genommen hat. 73 Minuten vor seiner Begegnung mit Laken-Riley auf dem Wanderweg zeigten José Ibarras Handlungen bereits seine Absichten.
Er hatte sich selbst verraten. Die physischen Beweise, das Video, die Aussagen seines Bruders, seiner Nachbarin Rosbelly und anderer Bekannter, alles deutete auf seine Schuld hin. Darüber hinaus lieferten seine eigenen Selfies, die er am Morgen in der Kleidung aufgenommen hatte, in der er später das Verbrechen begangen hatte, entscheidende Beweise. Diese Fotos, nur eine Stunde vor dem Verlassen des Hauses aufgenommen, wurden zu einer direkten Anklage gegen ihn. In allen Anklagepunkten wurde José Ibarra für schuldig befunden. Bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal sprachen Mitglieder der Familie Laken und ihre Freunde. Ihre Mutter, ihr Stiefvater, ihre Schwester und ihr Vater drückten ihre Trauer über den Verlust aus und erzählten, was für ein strahlender Mensch Laken gewesen sei. Sie beschrieben sie als eine Person mit einem großen Herzen, die sich der Fürsorge für andere verschrieben hatte. Ihre Schwester betonte, wie schutzlos Laken in dem Moment gewesen sei, als der Täter ihr das Leben nahm. José Ibarra wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Die Entscheidung des Bezirksstaatsanwalts, keine Todesstrafe zu beantragen, stieß auf Kritik. Der Senator des Bundesstaates Georgia, Colton Moore, forderte den Generalstaatsanwalt auf, einzugreifen, aber es gab keine rechtliche Möglichkeit, das Strafmaß zu verschärfen. Die Geschichte von Laken Riley endete mit einem harten Urteil gegen José Ibarra, aber ihre Folgen wirkten sich weiterhin auf das Leben ihrer Angehörigen und der Gesellschaft aus. Lakens Familie beschloss, den Schmerz des Verlustes in Taten umzuwandeln, die ähnliche Tragödien in Zukunft verhindern könnten. Sie gründeten eine Stiftung in ihrem Namen, deren Ziel es ist, die Sicherheit für Frauen auf den Straßen und an öffentlichen Orten zu verbessern. Diese Stiftung entwickelt Selbstverteidigungsprogramme, installiert zusätzliche Überwachungskameras auf Universitätsgeländen und unterstützt Gesetzesinitiativen zum Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen. Laken Rileys Schwester wurde zu einer aktiven Teilnehmerin der Kampagne zur Bekämpfung von Gewalt und hielt Vorträge an Schulen und Universitäten. Sie betont oft, dass sie die Erinnerung an ihre Schwester nicht durch die Tragödie bewahren möchte, sondern durch positive Veränderungen, die andere retten können. Gleichzeitig wurde der Fall Laken Riley zu einem Symbol in der Debatte über die Migrationspolitik der USA. Obwohl ihre Familie ursprünglich nicht beabsichtigte, diese Tragödie für politische Zwecke zu nutzen, wurde der Laken Riley Act Realität, und seine Umsetzung führte zu einer verstärkten Kontrolle von Migranten, die Straftaten begangen haben. Dieses Gesetz war zwar umstritten, fand jedoch breite Unterstützung, da es eine Antwort auf reale Probleme im System darstellte. Unabhängig davon, wie Kritiker dazu stehen, erkennen viele an, dass seine Verabschiedung zahlreiche ähnliche Fälle verhindert hätte. Auch wenn nichts Laken zurückbringen kann, ist ihre Geschichte eine eindringliche Erinnerung daran, wie zerbrechlich das menschliche Leben ist und wie wichtig es ist, selbst unter den dunkelsten Umständen für Sicherheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Michaela Conley lebte 19 Jahre lang mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Bar Harbor. Das ist eine kleine Stadt auf Mount Desert Island, die in der Nähe des Acadia-Nationalparks liegt und ein beliebtes Reiseziel für Touristen ist. Als Michaela 4 Jahre alt war, starb ihr Vater. Am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, fuhr Michaela nach Boston, um ihren Freund Jalik Keen am Logan Airport abzuholen und ihn zurück nach Bar Harbor zu fahren. Jalik und Michaela besuchten dieselbe Schule, die Mount Desert High School. Jalik schloss die Schule 2015 ab, als Michaela in der 10. Klasse war. Jalik spielte in der Fußballmannschaft der Schule und war kürzlich aus Serbien zurückgekehrt, wo er für die Amateurmannschaft Kova Royal Crowns gespielt hatte. Nach Angaben von Freunden und Trainern war Jalik gerade aus Europa zurückgekehrt, als Michaela ihn am Flughafen abholte. Sie kehrten am selben Abend zu Michaelas Haus zurück. Gegen 2 Uhr morgens beschlossen Michaela und Jalik, spazieren zu gehen. Michaela kehrte jedoch nicht nach Hause zurück. Am nächsten Morgen kam Jalik zu Michaelas Haus und sagte ihrer Mutter, dass er sein Handy und seine Brieftasche holen wolle, die er angeblich in ihrem Zimmer vergessen hatte. Michaelas Mutter, Dani Timoni, war sehr überrascht, als sie erfuhr, dass ihre Tochter in der Nacht nicht nach Hause gekommen war. Jalik sagte, sie hätten sich gestritten und er sei gegangen und habe Michaela allein gelassen. Seinen Angaben zufolge habe er sie danach nicht mehr gesehen.
Danielle wandte sich sofort an die Polizei und meldete ihre Tochter als vermisst. Die zuverlässigsten Informationen in diesem Fall stammen aus den Gerichtsunterlagen. Es handelt sich um die Aussagen des Ermittlers, der an den Ermittlungen beteiligt war. Thomas Pickering, Ermittler der Abteilung für besonders schwere Straftaten der Polizei des Bundesstaates Maine, war seit Februar 2012 als Ermittler tätig. Er verfügte über persönliche Informationen zu den Fakten und Umständen dieses Falls, die er im Rahmen seiner eigenen Ermittlungen sowie von anderen Ermittlern und Strafverfolgungsbeamten, die an diesem Fall arbeiteten, erhalten hatte. Dieses Dokument enthält nicht alle Informationen, die im Laufe der Ermittlungen gesammelt wurden, aber es genügte, um einen begründeten Verdacht zu untermauern, dass Jaliek Keene am 1. Juni 2018 in Bar Harbor, Maine, einen Mord begangen hatte. Am 2. Juni 2018 um 11:32 Uhr wurde Thomas Pickering von der Polizei des Bundesstaates Maine über eine vermisste Person in Bar Harbor informiert. Später kam er zur Polizeistation von Bar Harbor und erfuhr von Sergeant Jason Richards von der Polizei des Bundesstaates Maine folgende Informationen. Michaela Conley, geboren am 22. März 1999, wurde als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde sie am 1. Juni 2018 frühmorgens in ihrem Haus gesehen. Michaela war am 31. Mai losgefahren, um Jaliek Keene und eine junge Frau namens Natasha zu treffen. An diesem Tag teilte ihre Mutter Danielle Timoni mit, dass sie nicht wisse, wo ihre Tochter sei. Michaelas Telefon wurde am Morgen desselben Tages auf dem Gelände der Connors-Emerson-Schule gefunden. Ein Mitarbeiter der Schule übergab das Telefon an Danielle, die es als das Telefon ihrer Tochter identifizierte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass am 1. Juni 2018 um 2:19 Uhr morgens ein Video von Michaelas Handy auf Snapchat hochgeladen wurde. Auf diesem Video wurde ein Mann namens Jaliek Keene identifiziert. Den Aufnahmen zufolge befanden sie sich auf einem Spielplatz in der Nähe der Connors-Emerson-Schule. Am 2. Juni 2018 fand ein Team mit Spürhunden der Polizei des Bundesstaates Maine menschliche Überreste in einem Waldgebiet zwischen der Connors-Emerson-Schule und der Kreuzung Eden Street und West Street in Bar Harbor, Maine. Die Überreste waren unter einem Haufen Bambuszweige und anderem Bewuchs versteckt. Eine weitere Untersuchung des Tatorts ergab deutliche Spuren, die darauf hindeuteten, dass die Leiche vom Schulgelände weggebracht worden war. Später wurden die Überreste als Michaela Conley identifiziert. Dr. Margaret Greenwald, die Gerichtsmedizinerin des Bundesstaates, führte am 3. Juni 2018 die Autopsie von Michaela durch. Sie gab ihre vorläufigen Ergebnisse bekannt. Michaela wies Anzeichen von Kopf- und Gesichtsverletzungen durch einen stumpfen Gegenstand sowie Spuren von Strangulation auf. Darüber hinaus wies der Körper zahlreiche Abschürfungen und Prellungen am Rumpf und an den Gliedmaßen auf, die darauf hindeuteten, dass der Körper sowohl geschleift als auch verletzt worden war. Ihrer Meinung nach waren die Todesursachen Kopfverletzungen und Strangulation, und der Tod wurde als Mord eingestuft. Jaliek Keene wurde am 2. Juni befragt, noch bevor die Leiche gefunden wurde. Die Ermittler Jason Fowler und Paul White von der Polizei des Bundesstaates Maine führten die Befragung durch. Während der Befragung gab Jaliek zu, dass Michaela ihn vom Flughafen Logan abgeholt und zurück nach Bar Harbor gebracht hatte. Er erzählte, dass er bis in die frühen Morgenstunden mit ihr in ihrem Haus und auf dem angrenzenden Grundstück verbracht habe. Er bestätigte, dass sie gegen 2 Uhr morgens gemeinsam das Gelände der Connors-Emerson-Schule betreten hatten, was durch Aufzeichnungen von Überwachungskameras bestätigt wurde. Er sagte, dass sie etwa eine Stunde auf dem Schulgelände verbracht hätten, während der sie sich geküsst und Sex gehabt hätten. Danach sei Michaela verärgert gewesen und es sei zu einem Streit zwischen ihnen gekommen. Jaliek zeigte den Ermittlern Kratzer auf seinem Rücken und sagte, sie habe ihn gekratzt. Er gab an, dass er gegen 3:30 Uhr morgens gegangen sei und sie nicht mehr gesehen habe. Am 3. Juni wurde zusammen mit Jaliek eine Besichtigung des Geländes durchgeführt und später wurde er erneut befragt. Er bestätigte, dass sie Sex hatten und fügte nach weiteren Fragen hinzu, dass es das erste Mal war, dass sie überhaupt eine intime Beziehung hatten. Er beharrte weiterhin darauf, dass er sie gegen 3:30 Uhr morgens auf dem Schulgelände zurückgelassen und sie danach nicht mehr gesehen habe. Er erzählte auch, dass er zum Ufer in der Nähe von Bar Harbor gegangen sei und dort etwa 4 Stunden auf sie gewartet habe.
Die Ermittler konnten die Aufzeichnungen der auf dem Schulgelände installierten Überwachungskameras beschaffen. Bei der Durchsicht der Aufnahmen wurde festgestellt, dass Michaela Conley und Shalik Keene um 2:17 Uhr morgens den Weg entlang gingen, der von der Eden Street zur Connors-Emerson-Schule führt. Michaela und Shalik verließen den Sichtbereich der Kamera und gingen in Richtung des Spielplatzes auf der Seite der Eden Street. Anschließend sahen sich die Ermittler die Aufnahmen einer anderen Kamera an, die an der Seite des Gebäudes mit Blick auf die Eden Street angebracht war. Die Qualität der Aufnahmen war aufgrund der schlechten Beleuchtung und eines Spinnennetzes, das die Linse der Kamera teilweise verdeckte, schlecht, sodass die Bilder wie Nachtaufnahmen wirkten. Dennoch konnten sie eine Person erkennen, von der sie annahmen, dass es sich um Michaela handelte. Um 3:36 Uhr sahen sie dann einen Mann, der Shalik ähnelte und auf sie zuging. Nach einer kurzen Interaktion hob er sie auf seine Schulter und ging weg, während sie sich wehrte und mit den Beinen strampelte. Anschließend untersuchten die Ermittler Aufnahmen, die am selben Morgen bei Tageslicht gegen 7:05 Uhr mit derselben Kamera gemacht worden waren. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie eine Person mit einem Rasenmäher aus dem Bild läuft. Kurz darauf bemerkten sie Shalik, der hinter einer Reihe von Büschen auftauchte und Michaelas leblosen Körper über seinen Rücken geworfen hatte. Er zog sie am Handgelenk und bewegte sich schnell zu der Stelle, an der die Leiche später gefunden wurde. Shalik trug dieselbe schwarze Kleidung wie zuvor, als sie das Schulgelände betraten. Auf seinem linken Unterarm war das charakteristische Tattoo zu sehen, das die Polizei bei ihrem Gespräch mit ihm aufgefallen war. Diese Videoaufnahmen widersprechen eindeutig Shaliks Aussage, dass er Michaela angeblich um 3:30 Uhr morgens auf dem Schulgelände zurückgelassen und sie danach nicht mehr gesehen habe. Auf allen untersuchten Aufnahmen waren keine anderen Personen zu sehen. Shalik Keene wurde verhaftet und wegen mehrerer Vorwürfe angeklagt, aber er beteuerte seine Unschuld. Der Prozess fand 2019 statt und etwa 50 Verwandte und Freunde von Michaela füllten den Gerichtssaal. Auf der anderen Seite war die Gruppe von Verwandten und Freunden von Shalik kleiner. Sie kamen in schwarzen T-Shirts mit ihrem Foto und der Aufschrift „Wir alle lieben dich". Staatsanwältin Mary Elam erzählte der Jury, bestehend aus 9 Frauen und 6 Männern, wie Michaela Conley Shalik und 2 weitere Personen am 31. Mai 2018 vom Logan Airport in Boston abholte und sie zurück nach Bar Harbor fuhr. Sie betonte, dass Michaela nicht ahnen konnte, dass sie innerhalb der nächsten 18 Stunden sterben würde. Elam fügte hinzu, dass Shaliks DNA unter Michaelas Fingernägeln und in ihren Genitalien gefunden wurde, nachdem die Polizei ihre Leiche gefunden und untersucht hatte. Michaela hatte praktisch keine Chance, sich zu befreien und dem Tod zu entkommen, da Shalik körperlich viel stärker war. Michaela war 162 Zentimeter groß und wog nur 42 Kilogramm, während Shalik laut der Website des Sportteams der West Virginia University, für das er Fußball spielte, 2015 183 Zentimeter groß war und 82 Kilogramm wog. In einer separaten Erklärung erklärte Verteidiger Don Corbett, der Shalik zusammen mit Rechtsanwalt Jeffrey Tudor vertrat, dass die Anklage auf Indizienbeweisen beruhe und sie nicht beweisen könnten, dass es Shalik war, der Michaela getötet habe. Corbett behauptete, dass sich möglicherweise noch jemand anderes auf dem Schulgelände befand, der es geschafft hatte, sich den Überwachungskameras zu entziehen. Er wies darauf hin, dass die auf dem Spielplatz gefundenen Gegenstände wie Zigarettenkippen und eine leere Alkoholflasche von der Polizei nie untersucht worden seien, um andere Verdächtige zu identifizieren. Corbett fügte hinzu, dass die Anklage keine genauen Beweise dafür habe, wie Michaela tödlich verletzt wurde oder wer zum Zeitpunkt ihres Todes bei ihr war. Er behauptete, dass Indizienbeweise nicht zu einer unbestreitbaren Schlussfolgerung führten, sondern nur zu Vermutungen. In ihrem Eröffnungsplädoyer erklärte Staatsanwältin Elam vor Corbett dem Gericht, dass Michaela und Shalik sich seit der Grundschule kannten. Als sie gegen 1 Uhr nachts in Bar Harbor ankamen, gingen sie zum Haus von Michaelas Mutter in der Eden Street, direkt gegenüber der Grundschule. Danach gingen sie weg und Michaelas Mutter sah und hörte sie nicht mehr. Elam merkte an, dass Shalik am nächsten Morgen zum Haus zurückkehrte und sagte, er habe sein Handy in der Nacht dort vergessen. Als Michaelas Mutter in das Zimmer ihrer Tochter ging, um das Handy zu suchen, stellte sie fest, dass Michaela nicht da war. Als sie Shalik fragte, wo ihre Tochter sei, sagte er habe sie zuletzt gegen 3:30 Uhr morgens auf dem Schulgelände gesehen.
Später am selben Tag kontaktierten Mitarbeiter der Schule Michaelas Mutter, um ihr mitzuteilen, dass sie ihr Handy auf dem Schulgelände gefunden hätten. Später fanden sie auch Michaelas Schuhe in der Nähe der Schule. Eine intensive Suche mit Hilfe von Michaelas Freunden und der Polizei begann. Kene behauptete weiterhin, er habe sie zuletzt auf dem Spielplatz gesehen. Staatsanwältin Elam sagte, der Angeklagte habe sogar an der Suche teilgenommen und so getan, als suche er Michaela, obwohl er bereits wusste, wo ihre Leiche lag. Michaelas Stiefvater sagte, dass Kene zunächst ein Freund gewesen sei, sich aber als Wolf im Schafspelz entpuppt habe. Kene beschloss, zu seiner Verteidigung auszusagen. Man zeigte ihm ein Video, das auf dem Gelände der Connors-Emerson-Schule aufgenommen worden war und auf dem angeblich zu sehen ist, wie er Michaelas leblosen Körper trägt und sich anschließend an einem Wasserhahn wäscht. Kene sagte, er könne sich nicht an die Ereignisse erinnern, die auf dem Video zu sehen waren. Er wurde sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von den Verteidigern befragt. Er behauptete, dass er zu diesem Zeitpunkt seit etwa 36 Stunden nicht geschlafen hatte, nachdem er einen internationalen Flug aus Serbien zurückgelegt hatte, wo er Fußball gespielt hatte. Kene sagte, er könne sich nicht an die Ereignisse dieses Morgens erinnern, bis er zu Michaelas Haus kam, wo er sein Handy und seine Brieftasche zurückgelassen hatte. In seiner Aussage sagte Kene-Richter Murray, dass er mit einigen Aspekten des Falles nicht einverstanden sei und behauptete, dass er Michaela geliebt habe, aber nicht in sie verliebt gewesen sei, wie zuvor behauptet worden war. Dann verlas er eine schriftliche Erklärung, in der er zugab, dass er für Michaelas Tod verantwortlich sei und sagte, dass er deshalb versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Er fügte hinzu, dass er sein Leben für sie geben würde und dass er seinen Freunden niemals absichtlich Schaden zufügen würde, sondern im Gegenteil, sich für sie opfern würde. Kene schien bereit zu sein, die Todesstrafe zu beantragen, um nicht jahrelang im Gefängnis zu verrotten. Kene sagte auch, dass niemand wisse, was in der Nacht, in der Michaela getötet wurde, passiert sei. Im Mai 2019 befand die Jury Jalik Keen für schuldig. Das Urteil wurde am 11. September verkündet. Bei der Urteilsverkündung stellte Richter Murray fest, dass Keens Weigerung, trotz der Videoaufnahmen die Verantwortung für Michaelas Tod zu übernehmen, erschreckend sei. Der Richter fügte hinzu, dass es ebenso erschreckend sei, dass Kene nur wenige Minuten nach dem Mord zu Michaelas Mutter gegangen sei, um ihr seine Sorge um ihre Tochter zu bekunden. Der 22-jährige Jalik Keen wurde wegen Mordes zu 58 Jahren Haft und wegen weiterer Anklagepunkte zu weiteren 30 Jahren Haft verurteilt. Beide Strafen werden gleichzeitig verbüßt. Kommen wir nun zu einem anderen Vorfall, der sich im Januar 2022 in New York im Stadtteil East Harlem ereignete. Die 19-jährige Crystal Barones arbeitete am 8. Januar 2022 in der Nachtschicht bei Burger King. Sie wurde für eine weitere Schicht eingeteilt, und als hätte sie eine Vorahnung, wollte Crystal nicht zur Arbeit gehen. Aber ihr Verantwortungsbewusstsein überwog, und die junge Frau ging zur Arbeit, die, wie sich herausstellte, ihre letzte sein sollte. East Harlem, auch bekannt als Spanish Harlem oder El Barrio, ist ein Stadtteil von Upper Manhattan in New York City, nördlich der Upper East Side gelegen und begrenzt durch die 96. Straße im Süden, der Fifth Avenue im Westen und den Flüssen Harlem und East im Osten und Norden begrenzt wird. Trotz seines Namens wird dieser Stadtteil normalerweise nicht als Teil von Harlem im eigentlichen Sinne betrachtet, aber er gehört zum Großraum Harlem und ist eine der größten spanischsprachigen Gemeinden in New York, die hauptsächlich aus Puerto Ricanern, aber auch Dominikanern, Kubanern und Mexikanern besteht. Crystal zog 2019 mit ihrer Mutter und ihrem 14-jährigen Bruder von Puerto Rico nach New York. Nach und nach lebten sie sich an ihrem neuen Wohnort ein. Crystal und ihr Bruder gingen zur Schule und ihre Mutter, Christy Barones, fand einen Job und versuchte ihren Kindern alles Notwendige zu bieten. Im Jahr 2021 schloss Crystal die Schule ab und begann nach einem Job zu suchen. Da sie jedoch keine Qualifikationen hatte, musste sie sich bei Burger King in East Harlem, in der 116. Straße nur wenige Blocks von ihrem Zuhause entfernt, bewerben. Die Arbeit als Kassiererin in einem Fastfood-Restaurant war natürlich nicht ihr Traum. Sie hatte vor, aufs College zu gehen und einen Beruf zu erlernen, der es ihr ermöglichen würde, einen besser bezahlten Job zu finden. Aber im Moment träumte Crystal von einem eigenen Auto und setzte sich das Ziel, es sich selbst zu verdienen. Crystal sah sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert.
In den ersten Tagen bei Burger King war Crystals Arbeitsplan so gestaltet, dass sie Nachtschichten arbeiten musste. East Harlem litt seit jeher unter einer Vielzahl sozialer Probleme, wie beispielsweise einer hohen Kriminalitätsrate. Daher war Crystal natürlich nicht begeistert von den Nachtschichten. Nachts versammelten sich Obdachlose vor dem Burger King, in dem sie arbeitete, und das machte ihr Angst. Sie begann sich ernsthaft um ihre Sicherheit zu sorgen und bat den Manager, ihren Dienstplan zu ändern. Sie wollte tagsüber arbeiten, und am 14. Januar 2022 wurde ihr versprochen, sie in die Tagesschicht zu versetzen. Crystal beendete nach und nach ihre letzten Nachtschichten, aber es fiel ihr immer schwerer, zur Arbeit zu gehen. Am Abend des 8. Januar 2022 machte sich Crystal auf den Weg zu einer ihrer letzten Nachtschichten. Bevor sie das Haus verließ, sagte sie ihrer Mutter Christy Barones, dass sie nicht zur Arbeit gehen wolle, weil sie Angst vor den Leuten habe, die sich dort nachts aufhielten. Aber ihre Mutter bestand darauf, dass Crystal das Richtige tun müsse. Crystal ging zur Arbeit, und das war das letzte Mal, dass ihre Mutter sie lebend sah. Als sie dort ankam, zog sich Crystal um und begann mit ihrer Arbeit. Der Burger King, in dem sie arbeitete, war rund um die Uhr geöffnet, aber es gab keinen Wachdienst. Gegen 1 Uhr nachts betrat ein Mann in schwarzer Kleidung mit einem schwarzen Skimaske vor dem Gesicht und einer Pistole in der Hand das Lokal. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein einziger Gast im Lokal, der an einem Tisch saß. Er wurde das erste Opfer des Verbrechers. Er wurde mit dem Griff der Pistole auf den Kopf geschlagen. Dann ging der Mann zu der 59-jährigen Managerin und schlug ihr heftig ins Gesicht. Danach ging der Angreifer zur Kasse, hinter der Crystal stand, bedrohte sie mit der Waffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen und ihm das gesamte Geld zu geben. Crystal kam allen Forderungen nach. Sie öffnete die Kasse, nahm das Geld und gab es dem Verbrecher. In der Kasse befanden sich jedoch nur $100. Anscheinend war der Mann damit nicht zufrieden und drückte den Abzug. Die Kugel traf Crystal in die Brust. Nachdem der Täter den Raum verlassen hatte, rief die Managerin den Notruf. Polizei und Krankenwagen trafen am Tatort ein und Crystal wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen der Ärzte konnte sie jedoch nicht gerettet werden. Die Polizei sperrte den Tatort ab, konnte den Täter jedoch nicht auf frischer Tat festnehmen. Der Kunde, der auf den Kopf geschlagen worden war, und die Geschäftsführerin erzählten der Polizei alles, woran sie sich erinnern konnten. Ihren Aussagen zufolge leistete Crystal keinen Widerstand und tat alles, was er verlangte. Trotzdem schoss er auf sie. Die New Yorker Polizei veröffentlichte ein Bild des Verdächtigen, obwohl sein Gesicht durch eine Maske verdeckt war. Die Ermittler hofften, dass jemand ihn erkennen und Informationen weitergeben würde. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, setzte die Polizei eine Belohnung von $10.000 aus, die bald auf $20.000 erhöht wurde. Das Geschehene war ein schwerer Schlag für Crystals Familie. Ihr Leben hatte gerade erst begonnen, und nun musste die Familie sich um die Beerdigung kümmern. In der Nähe des Burger King-Gebäudes wurde eine improvisierte Gedenkstätte eingerichtet, wo mitfühlende Menschen Kerzen anzündeten und Blumen niederlegten. Hunderte von mitfühlenden Menschen folgten dem Aufruf zur Hilfe, als eine Spendenaktion für die Familie organisiert wurde. Christy Barones beschloss, ihre Tochter in ihrer Heimat Puerto Rico zu beerdigen. Die Spendenaktion wurde beendet, als die Spenden die Marke von $45.000 erreichten. Die in New York ansässige Fluggesellschaft JetBlue Airways stellte den Familienmitgliedern von Crystal kostenlose Tickets nach Puerto Rico zur Verfügung. In der Zwischenzeit tat die Polizei alles in ihrer Macht Stehende, um den Fall aufzuklären. Flugblätter mit dem Bild des Täters wurden in der Stadt verteilt und auch in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Der Vorfall wurde in Nachrichtensendungen diskutiert, sodass es wahrscheinlich niemanden in New York gab, der nicht von dem Vorfall mit Crystal gehört hatte. 5 Tage nach Crystals Tod gab die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen bekannt. Nachdem der Täter den Tatort verlassen hatte, verfolgten die Ermittler seine Bewegungen anhand von Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Der 30-jährige Winston Glenn wurde am Freitag, dem 14. Januar, festgenommen. Die Polizei nahm Glenn an einer Adresse in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, fest, wo in den nahegelegenen Müllcontainern Gegenstände gefunden wurden, die er offenbar in der Nacht des Überfalls bei sich getragen hatte. Die Strafverfolgungsbehörden teilten außerdem mit, dass sie das Telefon gefunden hätten, das er dem Restaurantmanager gestohlen und in einen U-Bahn-Tunnel geworfen hatte. Darüber hinaus wurde er mit Hilfe von Überwachungskameras aufgespürt,
Die zeigen, wie er eine Stunde vor dem Raubüberfall in einem nahegelegenen Geschäft eine elektronische Transaktion durchführt. Er wurde wegen Mordes ersten Grades und einer Reihe weiterer Verbrechen angeklagt. Glenn, gebürtig aus Jamaika, lebte in einem Obdachlosenheim. Das Erstaunlichste ist, dass er 2020 in genau dem Burger King arbeitete, den er ausrauben wollte. Darüber hinaus betrat er am Tag vor dem Überfall das Restaurant und gab sich als normaler Kunde aus, wahrscheinlich um sich umzusehen. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Glenn diesen Überfall geplant hatte, da er die Gegebenheiten im Restaurant gut kannte und wusste, dass es keine Sicherheitsvorkehrungen gab. Er kannte Crystal nicht persönlich, da er gekündigt hatte, bevor sie dort zu arbeiten begann. Als die Polizisten Glenn in Handschellen und Fußfesseln aus der Polizeistation führten, schrie er die Menge wütender Zeugen an. Die vor der Polizeistation versammelten Menschen beschimpften den Verdächtigen, während er zum Auto geführt wurde. Während der Gerichtsverhandlung bezeichnete Glenn den Richter wiederholt als Lügner. Glenn wurde wegen Mordes ersten Grades und Raubüberfalls angeklagt und ihm wurde die Kaution verweigert. In einer der folgenden Gerichtsverhandlungen verglich Glenn sich mit Nelson Mandela und Jesus Christus. Er stellte in Frage, warum er vor der Tat eine nachverfolgbare Zahlung verwendet hatte und warum der Zeuge mehrere Tage gebraucht hatte, um ihn zu identifizieren, und zwar erst, nachdem in den Nachrichten Bilder des Raubüberfalls gezeigt worden waren. Glenn behauptete, dass sich das System nicht um Menschen aus der Unterschicht wie ihn kümmere. Er erwähnte auch seltsame Dinge über Freimaurer und Illuminaten und erklärte, dass es die Familien der Reichen und Mächtigen seien, die von der Kriminalität und dem Chaos in der Stadt profitierten. Glenn war bereits mindestens 4-mal vorbestraft, darunter wegen Bedrohung mit einer Waffe im November 2021 und wegen illegalen Waffenbesitzes im Dezember 2020. Bislang hat er sich nicht schuldig bekannt, Crystal Barones ermordet zu haben. Wenn er des Mordes ersten Grades für schuldig befunden wird, kann er zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt werden. Nach mehreren Monaten der Gerichtsverhandlungen und öffentlicher Resonanz auf den Fall kommt es zu einer unerwarteten Wendung. Einige Tage vor der Urteilsverkündung tauchen plötzlich neue Beweise auf. Auf einem Video einer Überwachungskamera, das zuvor aufgrund eines technischen Fehlers übersehen worden war, ist ein unbekannter Mann zu sehen, der kurz vor dem Angriff einen Burger King verlässt. Dieser Mann trägt eine ähnliche Kleidung wie Glenn, aber sein Gang und seine Bewegungen unterscheiden sich deutlich. Darüber hinaus findet die Polizei Fingerabdrücke, die nicht zu Glenn gehören, auf der Kasse, was eine neue Runde der Ermittlungen auslöst. Glenn, der sich zuvor provokativ verhalten und lautstark seine Unschuld beteuert hatte, verändert sich plötzlich. Er hört auf, im Gerichtssaal Szenen zu machen, und seine Anwälte beginnen, auf der vollständigen Unschuld ihres Mandanten zu bestehen. Es stellte sich heraus, dass Glenn in eine kriminelle Vereinigung verwickelt war, deren Mitglieder seinen früheren Arbeitsplatz als Deckmantel nutzten. Der wahre Täter wurde schließlich als ein ehemaliger Kollege von Glenn identifiziert, den niemand verdächtigt hatte, weil er kurz nach dem Mord New York verlassen hatte. Als der neue Verdächtige in einem anderen Bundesstaat festgenommen wurde, gestand Glenn schließlich, dass er Crystal zwar nicht getötet hatte, aber von den Plänen für den Raubüberfall wusste. Seine Angst vor den Mitgliedern der Bande hatte ihn jedoch zum Schweigen gebracht. Diese Wahrheit schockierte sowohl das Gericht als auch die Öffentlichkeit. Letztendlich wurde Glenn wegen Beihilfe verurteilt, aber seine Strafe wurde erheblich reduziert. Für Crystals Familie blieb diese Geschichte ein ewiger Schmerz, aber nach der Verhaftung des wahren Mörders konnten sie endlich etwas Trost finden, da sie wussten, dass Gerechtigkeit geübt worden war. Als die 22-jährige Studentin Mindy Morgenstern plötzlich nicht mehr auf Nachrichten und Anrufe reagierte, machten sich ihre Freunde sofort Sorgen. Nur wenige Stunden später wurde Mindys Leiche in ihrer Wohnung gefunden. Was der Täter ihr angetan hatte, war wirklich schrecklich. Allerdings hinterließ er zahlreiche kleine Spuren, die den Ermittlern halfen, ihn zu finden und festzustellen, was genau passiert war. Außerdem stellte sich heraus, dass der Täter, der Mindy das Leben genommen hatte, bereits mehrfach wegen Gewalttaten verurteilt worden war. Dieses Verbrechen ereignete sich in einer Stadt namens Valley City, im Bezirk Barnes, im Bundesstaat North Dakota. Valley City ist eine winzige Stadt mit nicht mehr als 7.000 Einwohnern.
Es ist eine ruhige Stadt ohne besondere Sehenswürdigkeiten, die im Allgemeinen weder Touristen noch die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam macht. Aber das änderte sich im Frühherbst 2006. Am 13. September 2006 beschlossen zwei Freunde, Tony Bowman und Daniel Holste, ihre Freundin Mindy Morgenstern zu besuchen, die plötzlich den Kontakt abgebrochen hatte. Normalerweise antwortete sie sofort auf Anrufe und Nachrichten, weshalb ihr Schweigen sofort Besorgnis auslöste. Außerdem wussten die Freunde, dass Mindy an multipler Sklerose litt, und so machten sie sich ohne zu zögern auf den Weg zu ihr, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Als Tony und Daniel ankamen, klopften sie an die Tür, aber wieder herrschte Stille. Da sie nicht wussten, was sie sonst tun sollten, beschlossen sie, die Türklinke zu betätigen, und zu ihrer Überraschung war die Tür nicht verschlossen. Leider erwartete sie direkt hinter der Tür ein schrecklicher Anblick. Nur 2 Schritte von der Tür entfernt lag Mindys lebloser Körper, und etwas war um ihren Hals gewickelt. Fast sofort wurde den Freunden klar, dass die junge Frau bereits tot war. Die schreckliche Nachricht von Mindys Tod verbreitete sich schnell in der Stadt, und schon bald trafen Polizisten und Kriminalbeamte am Tatort ein. Als sie das Haus betraten, rochen die Ermittler einen starken und deutlichen Geruch nach Reinigungsmittel, das normalerweise in vielen amerikanischen Haushalten verwendet wird. Daher war eine der ersten Fragen, die ihnen in den Sinn kam, ob der Täter versucht hatte, Beweise zu vernichten. Bei der Untersuchung der Leiche stellten die Polizisten fest, dass jemand Mindy so heftig mit einem Messer in den Hals gestochen hatte, dass die Klinge abgebrochen war und im Körper stecken geblieben war. Aber neben dem Messer hatte der Täter auch einen Gürtel benutzt, um das Opfer zu erwürgen. Nachdem sie die Identität der 22-jährigen jungen Frau Mindy Morgenstern schnell festgestellt hatten, begaben sich die Polizisten fast sofort zum Haus ihrer Familie in New Salem, um ihnen die tragische Nachricht zu überbringen. Als erste erfuhr ihre ältere Schwester vom Tod der jungen Frau und reagierte darauf, wie zu erwarten war. Ein gebrochenes Herz, Schmerz, Verwirrung und Wut, das sind nur einige der Emotionen, die Mindys Schwester in diesem Moment empfand. Die Ermittler standen vor einer schwierigen Aufgabe. Sie mussten so schnell wie möglich den Täter finden und festnehmen, der dieses schreckliche Verbrechen begangen hatte. Mindy wurde direkt in ihrer Wohnung angegriffen und getötet, daher mussten die Polizisten zunächst feststellen, ob es sich um einen Raubüberfall handelte, da dies das häufigste Motiv für solche Verbrechen ist. Mindys Wohnung befand sich im 2. Stock eines typischen niedrigen Wohnkomplexes, was bedeutete, dass es für den Täter viel schwieriger gewesen wäre, in ihre Wohnung zu gelangen, als in die ihrer Nachbarn im 1. Stock. Was den Grundriss der Wohnung betrifft, so befand sich direkt hinter der Eingangstür ein langer, schmaler Flur, der mit Mindys Schuhen vollgestellt war. Rechts davon lag ihr Zimmer, etwas weiter links das Wohnzimmer. Der Fernseher, das Telefon, Medikamente und andere Wertsachen blieben in der Wohnung zurück, was Diebstahl als mögliches Motiv völlig ausschloss. Außerdem wurde Mindys Leiche in der Mitte der Wohnung gefunden, zwischen dem Flur, dem Wohnzimmer und dem Schlafzimmer. Das könnte bedeuten, dass sie in die Wohnung gezogen wurde und nicht angegriffen wurde, als sie bereits dort war. Aber auch hier blieben alle Sachen von Mindy bei ihr. Was war dann der Grund für den Angriff und wer könnte so etwas Schreckliches getan haben? Bevor wir uns mit dieser Untersuchung befassen, sollten wir zunächst näher darauf eingehen, wer Mindy war. Mindy Morgenstern wurde am 29. April 1984 in Bogotá, Kolumbien geboren. Sie hatte einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Allerdings ereignete sich in ihrer Familie eine Tragödie, deren Details nicht bekannt gegeben wurden. Und schließlich wurde Mindy von Larry und Janice Morgenstern adoptiert. So kam sie zu ihnen, während ihre leibliche Familie sich in New Salem niederließ, nur eine Autostunde von dem Ort entfernt, an dem Mindy starb. Mindys Freunde und Familie beschrieben sie als fürsorgliche und gesellige junge Frau, die immer bestrebt war, anderen zu helfen. Nach dem Abschluss der New Salem High School studierte Mindy an der Raleigh City State University Sport. Im Jahr 2006 war sie im letzten Studienjahr und plante eine Karriere im Bereich Sport zu verfolgen. Sie liebte Basketball, war auf den lokalen Spielplätzen bekannt und ihr Kindheitsheld war Michael Jordan. All dies ließ keinen Zweifel daran, mit welcher Sportart sie ihr Leben verbinden sollte. Leider schien es, als müsse Mindy diese Pläne aufgeben. Die niederschmetternde Diagnose, Multiple Sklerose, schränkte ihre Fähigkeiten in jeder Sportart stark ein. Mindy ließ sich jedoch von dieser Krankheit nicht aufhalten. Sie trieb weiterhin Sport, trainierte die lokale Basketballmannschaft und arbeitete als Rettungsschwimmerin.
Aufgrund ihrer Krankheit lebte sie in ihrer eigenen Wohnung und nicht im Studentenwohnheim. Diese Abgeschiedenheit war für sie eine Möglichkeit, mit ihrem Zustand und den mit der Krankheit verbundenen Risiken umzugehen. Tatsache ist, dass Mindy zum Zeitpunkt ihres Todes ein Medikament einnahm, das einer Chemotherapie ähnelte und sie besonders anfällig für alle häufigen Krankheiten machte, mit denen sie sich von anderen anstecken konnte. Neben ihrem aktiven sozialen Leben und ihrer Ausbildung nahm Mindy auch an Gottesdiensten teil und spielte mehrere Musikinstrumente. Sie war ein unglaublicher Mensch, beteiligte sich aktiv am Leben ihrer Stadt und ihrer Umgebung und kümmerte sich um andere. Leider wurde dieses schöne, aktive Leben durch einen brutalen Verbrecher grausam beendet. Während Mindys Angehörige um sie trauerten, arbeiteten die Ermittler fleißig daran, eine Chronologie der Ereignisse zu erstellen, von der sie hofften, dass sie helfen würde, ihren Mörder zu finden. Die Ermittler stellten fest, dass in der Wohnung, in der die Leiche gefunden wurde, nichts gestohlen worden war, auch nicht Mindys Handtasche, die neben ihr gefunden wurde. Durch Befragungen von Freunden und Familienangehörigen erfuhren die Ermittler, dass Mindy am Vorabend Zeit mit ihrem Freund verbracht hatte, bevor sie kurz nach Mitternacht nach Hause zurückgekehrt war. Mindys Freund wurde von der Liste der Verdächtigen gestrichen, nachdem er den Ermittlern gezeigt hatte, dass sie ihn am Morgen angerufen hatte, um ihm mitzuteilen, dass sie sich am Nachmittag mit einem Freund in der Bibliothek treffen würde. Das Computersystem der Bibliothek zeigte, dass Mindy tatsächlich dort war und den Computer kurz vor 12:30 Uhr ausgeschaltet hatte. Danach ging sie zu ihrer Wohnung. Dies konnte durch Überwachungskameras und Zeugenaussagen bestätigt werden. Danach ist jedoch nichts mehr darüber bekannt, was mit ihr passiert ist. Um 12:50 Uhr brach der Kontakt zu ihr ab. Niemand sah sie und sie tauchte auch nicht auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras auf. Um 21 Uhr desselben Tages kamen Freunde zu Mindys Wohnung und fanden sie leblos vor. Anhand der Chronologie dieses Tages konnten die Ermittler feststellen, dass sie zwischen 12:50 Uhr und 21 Uhr ums Leben gekommen war. Die Ermittler gingen davon aus, dass sie unmittelbar nach 12:50 Uhr angegriffen worden war, also gleich nachdem sie das Haus betreten hatte. Nun galt es, den Täter zu finden. Das war jedoch keine leichte Aufgabe. Mindy war bei allen, die sie kannten, sehr beliebt, und alle, mit denen die Polizisten sprachen, schienen ein zuverlässiges Alibi zu haben. Mindy wurde zunächst mit einem Gürtel erwürgt und dann auf brutale Weise die Kehle durchgeschnitten, sodass eine Messerklinge in ihrem Hals stecken blieb. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass sich unter den Fingernägeln des Opfers fremde DNA befand. Die Polizei vermutete sofort, dass es sich um die DNA des Täters handelte, und letztendlich war dieser Hinweis als Beweis von entscheidender Bedeutung. Glücklicherweise konnte schnell festgestellt werden, wem diese DNA gehörte. Nur eine Woche nach der Entdeckung der Leiche wurde der Hauptverdächtige bekannt gegeben und sogar verhaftet. Der Verdächtige war Mindys Nachbar, ein Mann namens Mo Gibbs. Trotz des Verdachts der Ermittler schien Mo zunächst ein Alibi zu haben. Außerdem arbeitete er als Aufseher im Gefängnis von Barnes County. Es ist anzumerken, dass alle Bewerber für eine solche Stelle sorgfältig auf Vorstrafen und ihre psychische Verfassung überprüft werden. Die Tatsache, dass er nach einer gründlichen Überprüfung an diesem Ort arbeitete, überraschte die Ermittler. Das Alibi, das er den Behörden ursprünglich vorgelegt hatte, wurde bald widerlegt. Zunächst behauptete der Mann, dass er sich am Tag von Mindys Tod nicht einmal in der Nähe des Hauses aufgehalten habe. Er erzählte, dass er an diesem Tag zusammen mit seiner schwangeren Frau umgezogen sei. Obwohl ein Teil dieser Geschichte der Wahrheit entsprach, konnte niemand den Aufenthaltsort des Mannes zu bestimmten Zeiten an diesem Tag bestätigen, weshalb die Ermittler beschlossen, gründlicher nachzuforschen. Die Untersuchung der Person des Mannes ergab, dass er keineswegs so unschuldig war, wie er erscheinen wollte. Sehr bald tauchten Lücken in den Informationen über seine Person und sein Leben auf, die von den Ermittlern geschlossen werden mussten. Es stellte sich heraus, dass Mo Gibbs nicht der richtige Name des Mannes war. Tatsächlich hieß er Glendale Morgan Jr. und hatte seinen Namen nur ein Jahr vor den beschriebenen Ereignissen geändert. Glendale war früher Amateurboxer gewesen und hatte sich einige Zeit später zur Marine gemeldet. Sein Dienst bei der Marine war jedoch nur von kurzer Dauer. Der Mann verübte einen vorsätzlichen Mordversuch an einem seiner Kameraden. Für dieses Verbrechen wurde Mo zu 10 Jahren Haft verurteilt, kam jedoch nach nur 5 Jahren auf Bewährung vorzeitig frei.
Auch hier spielte die vorzeitige Entlassung auf Bewährung eine wichtige Rolle im Leben des Täters und seines Opfers. Es ist bei weitem nicht der erste Fall, in dem ein wegen Gewaltanwendung verurteilter Straftäter freikommt und fast sofort einen neuen Angriff verübt. Die Namensänderung in Glendale im Jahr 2005 erfolgte wahrscheinlich in dem Versuch, die Verurteilung für dieses Verbrechen zu verbergen. Tatsächlich gelang ihm dies. Weder seine Frau noch seine Arbeitgeber im Gefängnis erfuhren davon. Außerdem erfuhren die Polizisten weitere Details aus Moes Privatleben. So stellte sich heraus, dass Moe bereits 1991, als beide 18 Jahre alt waren, mit einer Frau namens Tasha verheiratet war. Nach seiner Verhaftung im Jahr 1993 blieb Tasha bei ihm, gebar ein Kind von ihm, reichte jedoch 1997, kurz vor seiner Entlassung, die Scheidung ein. Im Jahr 2002 heiratete Moe erneut eine andere Frau namens Melissa, von der er sich jedoch bereits nach 3 Jahren, im Jahr 2005, wieder scheiden ließ. Interessant ist hier, dass, obwohl die beiden noch verheiratet waren, aus den Unterlagen hervorgeht, dass 2 weitere Frauen gegen Moe Klage auf Unterhaltszahlungen für 2003 geborene Kinder erhoben haben. Es scheint also, dass dieser Mann nicht nur ein Krimineller war, sondern auch seine Frau aktiv betrogen hat. Später fanden die Polizisten heraus, dass mindestens 5 Frauen von Moe Unterhalt für Kinder verlangt hatten, noch bevor er nach North Dakota gezogen war. In North Dakota lernte er Jody kennen, die zum Zeitpunkt von Mindys Tod seine Frau war. Jody behauptete, dass Moe ihr zwar gestanden habe, dass er vorbestraft sei, ihr aber nicht den wahren Grund für seine Inhaftierung genannt habe. Was sein Alibi angeht, so behauptete Moe, dass er an diesem Tag bis 7 Uhr morgens im Gefängnis von Barnes County gearbeitet habe. Gegen 12:30 Uhr bis 12:40 Uhr fuhr er Jody zur Arbeit und kehrte dann nach Hause zurück, um seine Sachen zu packen. Zu seinem Unglück stimmte dies genau mit der Zeit überein, zu der Mindy nach Hause kommen sollte und den Kontakt abbrach. Natürlich erregte diese Information sofort die Aufmerksamkeit der Ermittler. Der Autopsiebericht kam zu dem Schluss, dass der Zeitpunkt ihres Todes wahrscheinlich zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr lag, was die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung von Moe an ihrem Tod noch stärker bestätigte. Danach führten die Ermittler eine DNA-Analyse durch, die unter den Fingernägeln der jungen Frau gefunden wurde. Es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich vollständig mit der DNA von Moe übereinstimmte. Außerdem bemerkten die Ermittler während des Verhörs, dass der Mann frische Schnitte an den Händen hatte, die höchstwahrscheinlich von Mindy stammten, als sie versuchte, sich zu retten. Doch damit war die Sache noch nicht beendet. Nachdem bestätigt worden war, dass die DNA unter Mindys Fingernägeln mit der DNA von Moe übereinstimmte, stellten die Ermittler fest, dass seine DNA mit Spuren des Täters in einem anderen Fall in der Stadt Fargo übereinstimmte, die unweit von Valley City liegt. Im Jahr 2004 gab es dort einen Fall von sexueller Gewalt. Damals konnte der Täter nicht gefunden werden, aber jetzt scheint es, als würde er für seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist anzumerken, dass Moe freiwillig seine DNA zur Analyse abgegeben hat, daher ist unklar, was er erwartet hat. Angesichts der materiellen Beweise in Form von DNA, der Nähe zum Tatort, der Verletzungen an seinen Händen sowie seiner Vorstrafen gingen die Ermittler davon aus, dass sie endlich den Täter gefunden hatten und sammelten sogar alle notwendigen Beweise, um seine Schuld vor Gericht zu beweisen. So wurde Moe Gibbs am 21. September 2006 wegen Mordes 1. Grades verhaftet und ihm wurde auch das Recht auf Freilassung gegen Kaution entzogen. Der Mann beschloss jedoch, Mindy erneut zu schaden. 5 Tage nach seiner Verhaftung erklärte er, dass er unschuldig sei, was bedeutete, dass er sich vor Gericht verantworten musste. Glücklicherweise war die Anklage auf diese Wendung vorbereitet und hatte bereits alle erforderlichen Beweise sowie zusätzliche Anklagepunkte vorbereitet. So wurden mehrere neue schwerwiegende Anklagen gegen Moe erhoben. Darunter befanden sich auch Anklagen im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Insgesamt 5 weibliche Insassen des Bezirksgefängnisses von Barnes beschuldigten Moe der sexuellen Nötigung, was zu 6 weiteren Strafanzeigen führte. Aufgrund der großen Aufmerksamkeit, die dieser Fall auf sich zog, wurde das Verfahren nach Mayville verlegt und sollte Mitte 2007 beginnen. Die erste Verhandlung endete im Juni desselben Jahres. Die Geschworenen konnten jedoch selbst nach 20-stündiger Beratung kein Urteil fällen. Die Anklage stellte Moe als Vergewaltiger dar und vermutete, dass er an diesem Tag auch versucht hatte, Mindy anzugreifen,
aber als sie sich wehrte, beschloss er, sie zu töten, um einer weiteren Anklage zu entgehen. Die Verteidigung versuchte jedoch, diese Behauptung zu widerlegen, indem sie die Zuverlässigkeit der DNA-Analyse in Frage stellte und betonte, dass die am Tatort gefundenen Fingerabdrücke tatsächlich nicht mit denen von Mo Gibbs übereinstimmten. Im Oktober desselben Jahres fand eine erneute Gerichtsverhandlung statt, und diesmal fällte der Richter sein Urteil und befand Mo Gibbs für schuldig am Tod von Mindy. Der Mann wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Mo beharrte daraufhin weiterhin auf seiner Unschuld und wandte sich sogar mit einer Rede an Mindys Familie. Mein Herz und meine Gebete gelten der Familie Morgenstern. Es ist ein schreckliches Verbrechen, das niemals hätte geschehen dürfen, und ich bedauere, dass es geschehen ist. Mindys Mutter antwortete darauf, dass sie Mo vergebe, fügte jedoch hinzu, dass sie niemals vergessen werde, was er ihrer Tochter angetan habe, und drückte anschließend ihr Mitgefühl für die Familie des Mannes und seine Kinder aus. Obwohl Mo nie gestanden hat, Mindy getötet zu haben, bekannte er sich dennoch schuldig im ungelösten Fall Fargo und darüber hinaus auch in allen Anklagepunkten wegen sexueller Gewalt, die er an seinem Arbeitsplatz begangen hatte. Die Anklage vermutete, dass Mos Handlungen auf einen Kampf gegen seine sexuelle Sucht hindeuteten. Aber es ist auch erwähnenswert, dass einer der Übergriffe auf Häftlinge am selben Tag stattfand, an dem Mindy getötet wurde. Infolgedessen wurde Mo auch wegen sexueller Gewalt gegen 5 Häftlinge im Gefängnis für schuldig befunden und verurteilt, wobei alle diese Übergriffe zwischen Mai und September 2006 stattfanden. Darüber hinaus wurde er auch im ungelösten Fall Fargo für schuldig befunden. Für diese Vergehen wurde Mo zu 12 bzw. 15 Jahren Haft verurteilt. Alle 3 Urteile wurden gleichzeitig vollstreckt. Die von Mo begangenen Verbrechen schockierten sein Umfeld zutiefst. Alle kannten ihn als engagierten, disziplinierten Sportler, der sich um seine Kinder kümmerte. Derzeit befindet sich der 51-jährige Mo Gibbs weiterhin in einem Gefängnis in North Dakota. Trotz ihres großen seelischen Schmerzes fanden Mindys Adoptiveltern die Kraft zu vergeben. Janice sagte, dass sie mit ihrer Vergebung Mo seine Taten anerkannten, aber unnötigen Hass ablehnten. Die Frau kanalisierte ihre Trauer in das Schreiben von Büchern und veröffentlichte 2019 ein Buch mit dem Titel Mindy. Obwohl nichts Mindy zurückbringen kann, finden ihre Familie und Freunde Trost darin, dass Mo niemandem mehr Schaden zufügen kann. Mindy Morgenstern wurde auf dem Gracelawn-Friedhof in New Salem beigesetzt, unweit des Ortes, an dem sie aufgewachsen war. Mindys Umfeld versprach, sie so in Erinnerung zu behalten, wie sie zu Lebzeiten war, gütig, aufrichtig und voller Enthusiasmus. Die Familie der jungen Frau errichtete in der Nähe ihres Hauses ein herzförmiges Denkmal mit ihrem Namen. Bis heute erinnert dieses Denkmal daran, was für ein gütiger und geliebter Mensch Mindy war. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.